Heute sind wir zu Besuch bei der Rechtsanwaltskanzlei Beck. Ich unterhalte mich mit Henrik Sievers, Datenschutzbeauftragter und Experte für Informationstechnologie. Herr Sievers ist Leiter des Fachbereichs IT und Medienrecht und berät vorwiegend Unternehmen in den Bereichen Datenschutz, E-Commerce und Vertragsrecht. Vielen Dank, Herr Sievers, dass Sie sich einen Moment Zeit für uns nehmen. Sie sind als externer Datenschutzbeauftragter für Ihre Mandanten aktiv. Vor welche Herausforderungen stellt Sie dies in Verbindung mit Software, die Ihre Arbeit unterstützen soll? Ja, wir haben zwei Hauptanforderungen. Das eine ist, dass wir im Bereich Datenschutz sehr viel dokumentieren müssen und da einfach sehr viel Dokumentationsaufwand, was die EDV-Systeme, was die einzelnen Datenverarbeitungsvorgänge angeht, haben. Der zweite Punkt ist die Zusammenarbeit, die gerade als externer Datenschutzbeauftragter wichtig ist, dass man mit dem jeweiligen Unternehmen wirklich auch viel kommuniziert, über Software vielleicht auch wieder Vorlagen einrichten kann, Aufgaben verteilen kann und da insgesamt Möglichkeiten bestehen, in den Dialog zu dem jeweiligen Unternehmen zu treten und darüber dann die Dokumentation aktuell zu halten. Als einer der ersten hatten Sie Gelegenheit, das neue Modul Doku für Optitax zu testen. Sie haben keine Schulung erhalten. Wie war Ihr Start mit der Software und welches Fazit hatten Sie nach dem ersten Test? Ja, der Start war sehr einfach. Die Software bietet einen Interviewmodus, durch den man sehr leicht durch das Programm geführt wird. Eigentlich die Menüführung, sämtliche Themen waren selbsterklärend. Und ich konnte direkt mit dem Programm arbeiten, habe schon nach dem ersten Test einen Bericht erstellt. Das Fazit war insgesamt sehr positiv. Aktuell unterstützen Sie uns bei der fachlichen Weiterentwicklung der Datenschutztaxonomie. Was ist Ihr Beitrag und was versprechen Sie sich davon? Ja, für mich war es wichtig, die Taxonomie noch ein bisschen in eine Ordnung zu bringen, zu gucken, wie würde man in der Praxis in einer entsprechenden Prüfung vorgehen und welche Themen treten da auch insbesondere nacheinander oder vielleicht auch in einem gewissen Zusammenhang auf. Das war für mich ganz wichtig und ich verspreche mir einfach ein Werkzeug für die tägliche Arbeit und da ist die Software schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Welche Auswirkungen hat die neue europäische Datenschutzrichtlinie auf Unternehmen in Deutschland? Insgesamt sicherlich ganz beträchtliche Auswirkungen, weil bis Mai 2018 die neuen Regelungen umgesetzt werden müssen und sich in dem Bereich Datenschutz sehr, sehr viel tun wird. Wobei ich auch sagen muss, Unternehmen, die bereits jetzt ein hohes Datenschutzniveau haben, werden sicherlich auch mit den neuen Regelungen gut umgehen können. Insgesamt denke ich, ist einfach eine sehr große Sensibilisierung auf das Thema Datenschutz vorhanden, auch durch die Grundverordnung und das begrüße ich sehr. Aus Ihren Äußerungen entnehme ich, dass Sie künftig für Ihre Projekte das Modul Doku von Optitax verwenden werden. Das freut uns. Welchen Mehrwert sehen Sie dadurch für Ihre Arbeit? Ja, also was ich sehr schön finde, ist, dass sämtliche Systeme, sämtliche Änderungen auch wirklich revisionssicher dokumentiert werden. Ich erhoffe mir auch durch die Möglichkeiten über beispielsweise eine App auch mit den jeweiligen Unternehmen zu kommunizieren, eine ganz große Vereinfachung und freue mich auf die Nutzung des Programmes. Herr Sievers, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre offenen und ehrlichen Antworten. Wir schätzen das sehr und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen. Ich freue mich auch. Danke. Wir lassen Sie nicht im Dunkeln stehen. Software Innovation, made in Germany.